Moin liebe Drehmoment-Freunde, heute geht's weiter, wir bauen den Motor zusammen auf, wie versprochen. Und was brauchen wir alles dafür? Die 4 Kolbenbodenkühlungen. Ich habe neue geholt mit ein bisschen mehr Durchsatz. Die sind meistens vom TDI-Motor oder TFSI, also neuere Generation. Wir brauchen 4 Stofflagerschalen in dem Fall, weil es leistungsgesteigert ist. Die kommen sowohl in den Block als auch in den Lagerblock rein. Dann das grüne Plastigage, das ist in einem Bereich von 0,051 bis 0,075 mm. Ich glaube sogar 0,025 mm. Ne? Wir sollten bei 0,051 irgendwo rauskommen am Ende. Loctite benutze ich ausschließlich für diese 4 Schrauben von diesen Kolbenbodenkühlungen, weil die kriegen 27 Newtonmeter und da am besten einfach noch ein paar Tropfen Loctite drauf. Das sind aber die einzigsten Schrauben. Und Assembly Loop, das ist eine Montagepaste speziell für Motorenzusammenbau. Die ist zähflüssig wie die Sau. Die haftet ultra an den Sachen dran. Das heißt, ihr könnt den Motor zusammenbauen, ihr könnt den ein Jahr stehen lassen und der ist beim Erststart immer noch geschmiert. Wenn ihr das mit Öl macht, das fließt runter, das fließt von den Lagerschalen runter, das fließt alles ab in die Ölwanne. Und wenn ihr den Motor startet, läuft der die ersten paar Sekunden trocken. Deswegen extra diese Montagepaste. Die ist zäh wie die Sau, die löst sich aber dann im warmen Öl auf, die verschwindet komplett, man hat keine Rückstände, die verklumpt nicht. Dann braucht ihr eine Feinwaage im 0,1 Gramm Bereich, um dann später Bläuel und Kolben zu verwiegen. Um dann, sage ich mal, die Paare herzustellen, welcher Kolben mit welchem Boden, mit welchem Bläuel zusammengehört. Jetzt gehen wir erstmal her und reinigen die Löcher, wo die 4 Kolbenbodenkühlungen montiert werden. Die müssen schön sauber sein, da soll kein Dreck drin sein, logischerweise. Wir bauen hier schließlich einen Motor zusammen. Von daher mit Bremsenreiniger ein bisschen reinsprühen. Ne? In dem Fall war der Block in einem Ultraschallbad, wurde gereinigt. Und ja, wenn alles sauber ist, dann die Kolbenbodenkühlung montieren. Wie gesagt, einen Tropfen Loctite, sicherheitshalber aufs Gewinde drauf. Und dann mit 27 Newtonmeter anziehen das Ganze. Wenn ihr die Schrauben angezogen habt, nehmt am besten einen Marker, markiert euch die Schrauben, dass ihr einfach noch visuell seht, jawohl, die sind auf Drehmoment, die sind fertig, da müsst ihr nicht mehr dran. Ne, so sieht es dann aus. Die könnt ihr auch nicht falsch montieren, die passen genauso da rein. So, und hier sieht man nochmal was für ein Dreck, obwohl das Ding tausendmal gereinigt wurde, Ultraschallbad und hier und da, ist immer noch Dreck, ne, auf diesen Lagergassen. Das heißt, alles nochmal gründlich reinigen, bevor ihr die Lagerschalen da einsetzt. Ja, das heißt, einfach nochmal mit Bremsenreiniger und einem besten ein weißes Tuch, dann sieht man auch, was für ein Dreck da nochmal rauskommt. Ja, das Ganze reinigen. Jetzt können wir die 4-Stoff-Lagerschalen einsetzen, und zwar kommen hier 5 Lagerschalen mit einer Ölbohrung und einer Nut rein, die dafür sorgen, dass halt die Kurbelwelle mit Öl versorgt wird durch diese Kanäle. Und die Feder, die auf einer Seite ist, die ist auf der Intake-Seite, also auf der Einlassseite vom Block. Also ihr könnt die nicht falsch rum montieren, dann würde auch logischerweise das Ölbohrloch nicht übereinstimmen mit dem Block. Das heißt, ihr müsst schon die Ölbohrungen, die Löcher sehen. Ne? Dann habt ihr das auch alles richtig montiert. Ihr kriegt die falsch rum gar nicht rein. Dann seht ihr, das ist nicht alles Press in dieser Schale drin oder so. Das merkt ihr sofort. So sieht das Ganze dann aus. Ja, wenn die Lagerschalen drin sind, dann machen wir da schon mal die Montagepaste drauf, dass die Kurbelwelle da nicht trocken läuft, wenn wir die einsetzen. Wir werden jetzt aber erstmal, also wir dürfen die nicht komplett durchdrehen, dass sie versüfft ist mit dem ganzen Assembly Loop, weil wir ja noch das Lagerspiel messen wollen. Und das wird trocken gemessen. Da, wo der Streifen dann drauf soll, da soll jetzt kein Öl oder sonst was sein, das verfälscht das Ergebnis. Das heißt, jetzt erstmal schmieren. Einfach, dass wir da genug Öl drauf haben, vor allem wenn der Motor noch, sage ich mal, ein halbes Jahr steht, bevor der das erste Mal gestartet wird. Das löst sich dann alles auf. Wenn wir alles schön gefettet haben, kann die Kurbelwelle rein. Hier nicht verwundern, auf dem Bild ist die Axialscheibe schon montiert. Die ist jetzt beim Einsetzen der Kurbelwelle noch nicht drin, weil wie gesagt wir noch das Lagerspiel messen. Das heißt, jetzt sind die Axialscheiben noch nicht montiert. Das machen wir später. Jetzt setzen wir erstmal die Kurbelwelle rein. So. Wenn die positioniert ist, können wir die Lagerböcke vorbereiten. Hier auch nochmal sauber machen. Wie immer sauber arbeiten beim Motorzusammenbau.
Dann hier sieht man auch schön diese Vierstoff-Lagerschalen. Das sind verschiedene Materialien, das sind 4 verschiedene Stoffe. Und was hier auch zu beachten ist, der Lagerbock Nummer 4, der kriegt eine Lagerschale mit einer Nut, ne, und einem Ölbohrloch. Das heißt, aus dem einfachen Grund, auf dem Lagerbock Nummer 4 ist der Hauptölkanal. Und damit da genug Ölfluss vorhanden ist, um alle weiteren Kanäle mit Öl zu versorgen, ist der 4. Bock umlaufend mit Öl versorgt. Ne? Und die anderen 4 haben das nicht. Die haben eine glatte Lagerschale ohne irgendeine Ölbohrnut. Ne? Also hier, das kommt ausschließlich in den Bock Nummer 4. Das steht auch drauf. Also die sind durchnummeriert von 1 bis 5. Die 1 kommt immer zahnriemenseitig, die 5 kommt schwungradseitig. Und wenn ihr vor dem, so wie ich den Block jetzt, sag ich mal, gedreht habt, vor dem Block steht, ist ja vor euch die Exhaust-Seite und von euch weg ist die Intake-Seite. Und diese Nasen, die ihr seht, ne, hier sind ja Nasen in den Lagerschalen und in den Böcken drin, diese Nasen oder Nuten zeigen immer Richtung Intake-Seite. Ne? Das heißt, so wird der Bock dann montiert, dass wenn ihr vor der Exhaust-Seite steht, könnt ihr die Zahlen lesen. Wenn ihr auf der anderen Seite steht, dann stehen die auf dem Kopf. Aber das seht ihr gleich, wenn wir es einsetzen. So, hier, wie gesagt, diese Axialscheiben, ich montiere sie jetzt noch nicht. Ne, die kommen in den 3. Bock rein, weil wir jetzt kein Axialspiel messen. Wir messen jetzt rein das Lagerspiel. Und wenn das Lagerspiel gemessen ist, dann können wir hergehen und können dann die Kurbelwelle nochmal rausmachen und machen die Axialscheiben rein. Dann lasst die Fummelei beginnen. Jetzt kommen diese kleinen, mikroskopisch dünnen Streifen drauf. Im Idealfall trocken, aber die halten einfach nicht. Vor allem, es war noch windig an dem Tag und ich habe das draußen gemacht. Das heißt, so ein ganz kleines bisschen Assembly Loop habe ich genommen zum Fixieren von den Streifen. Das verfälscht aber das Messergebnis nicht. Also ihr könnt jetzt da nicht tonnenweise von dem Zeug drauf schmieren oder so, dann ist es blöd. Aber so wie man es hier auf dem Foto sieht, man sieht kaum, dass da irgendwas an Montagepaste drauf ist. Einfach nur zum Fixieren dieser Fäden. Ja, und dann könnt ihr die Lagerblöcke trocken, ganz wichtig. Die sind jetzt extra nicht gefettet oder so, weil da darf kein Öl im Spiel sein oder Montagepaste. Die werden trocken montiert. Und ihr dürft dann auch die Kurbelwelle nicht drehen oder nicht bewegen während der Messung. Das heißt, während die Kurbelwelle in der Stellung ist, montiert ihr alle Lagerblöcke von Zahnriemenseite links Nummer 1, ne, dann Nummer 2, dann in der Mitte ohne die Anlaufscheiben, ne, die Nummer 3, die 4 und ganz rechts, wo Schwungrad ist, die 5. Dann zieht ihr das Ganze mit 65 Newtonmeter an, aber da kommen wir ja gleich zu. Ja, jetzt kommen überall die Schrauben rein. Die könnt ihr auch wieder verwenden. Das sind zwar die neuen Schrauben, aber die werden ja noch nicht auf Dehnung, also auf Grad angezogen, sondern rein auf die 65 Newtonmeter Drehmoment. Dann das Ganze erstmal handfest anziehen. Und wenn ihr das Ganze handfest angezogen habt, auf 65 Newtonmeter, entweder, so mache ich es aber nur beim finalen Anziehen, stellt ihr den Drehmomentschlüssel erstmal auf 25 Newtonmeter, dann auf 45 und dann auf 65. Oder jetzt in dem Fall fürs Messen habe ich direkt auf 65 gestellt, habe aber trotzdem 3 Durchgänge gemacht. Also ich habe gefühlt 25 Newtonmeter, ich habe zwar auf 65 gestellt, habe aber jetzt gefühlt nur 25 Newtonmeter auf die Schraube draufgegeben, von innen nach außen. Ne, Lagerbock 3, Lagerbock 4, Lagerbock 2, Lagerbock 5, Lagerbock 1. Und nach dem ersten Durchgang, dann bin ich wieder bei der 3 angefangen, von innen nach außen und habe gefühlt 50 Newtonmeter Drehmoment draufgegeben, aber noch nicht die vollen 65. Und dann beim dritten Durchgang, dann bin ich in den Knackpunkt vom Drehmomentschlüssel rein und habe auf 65 Newtonmeter angezogen. Ne, später Rauszug bei der finalen Montage, da machen wir das auch wirklich in 3 Steps, aber ich war jetzt zu faul, den Drehmomentschlüssel 3-mal zu verdrehen für die Messung, deswegen habe ich es nach Gefühl gemacht. So. Und wenn das Ganze dann auf 65 Newtonmeter angezogen ist, dann kann man auch schon direkt hergehen und kann alles wieder lösen. Also geht es jetzt in die andere Richtung. Alles wieder aufmachen, von innen nach außen, alle Schrauben lösen.
dann am besten irgendwie einen Akkuschrauber oder irgendwas zur Hilfe nehmen, weil sonst dauert es wieder relativ lange, bis die Schrauben alle draußen sind. Dann mit ein bisschen Gewalt, ne, am besten irgendein Tuch zur Hilfe nehmen und eine Zange und die Lagerblöcke wieder abziehen. Das geht ein bisschen schwer, obwohl alles ja erst frisch montiert wurde. Wenn der Motor mal ein bisschen lief, wird es noch schwerer. Also bei der Demontage ist das eine Qual. Jetzt geht es zum Glück noch einigermaßen. So, und dann können wir das Lagerspiel messen. Und wir sind genau bei 0,051 mm. Das ist perfekt. Kommen wir zu unserer Lieblingsbeschäftigung, reinigen. Das heißt, diese Streifen, die sind relativ hartnäckig auf der Oberfläche von der Kurbelwelle, die müssen wir wieder sauber machen. Die Streifen müssen überall weg, die Reste entfernt werden. Und wenn das alles sauber ist, dann heben wir erstmal die Kurbelwelle wieder raus, weil wir haben ja immer noch nicht im Block die Axialscheiben für die Kurbelwelle montiert. Das heißt, raus mit dem Ding. Und jetzt kommen die Axialscheiben rein, ne, auf Bock Nummer 3. Die könnt ihr auch nicht vertauschen. Also ihr könnt die Axialscheibe, die in den Block muss, nicht auf den Bock, auf den Lagerbock, sage ich mal, montieren. So, das heißt, ihr montiert die beiden Anlaufscheiben rechts und links, macht ein bisschen Montagepaste drauf, dann kleben die und bleiben in Position und fallen euch nicht runter, während ihr die Kurbelwelle montiert. So, dann die Kurbelwelle einsetzen, dabei darauf achten, dass ihr halt die Axialscheiben nicht rausschlagt, sage ich mal, aus diesen Führungen. Wenn das alles passt, geht's weiter und ihr könnt die Lagerböcke montieren. So, fangen wir mit Lagerbock Nummer 3 an. Hier auch wieder die beiden Axial-Anlaufscheiben montieren, auch am besten mit ein bisschen Montagepaste, dass die dran kleben bleiben. Und hier ist darauf zu achten, dass diese Nut, die man da links und rechts sieht, dass die nach außen zeigt, dass die quasi dafür sorgt, dass die Kurbelwelle, weil die relativ schmackig da dran läuft, ne, vor allem wenn ihr die Kupplung tretet, ne, dann schleift die quasi an dieser Anlaufscheibe, dass es mit Öl versorgt ist, dass da genug Ölfluss vorhanden ist. So, dann auch wieder darauf zu achten bei der Montage, die Nase von diesem Lagerbock muss Richtung Intake-Seite zeigen. Und wenn ihr unten ist jetzt hier auf dem Bild ist quasi die Exhaust-Seite und wenn man von dort aus drauf guckt, so wie wir jetzt gerade auf dem Block gucken, dann kann man die 3 lesen. Ne? Und die Intake-Seite ist oben. Das heißt, so wie wir jetzt auf dem Block gucken, links Zahnriementrieb, rechts Kurbel, rechts Schwungrad und Kupplung. Ne? Dann kann man von links anfangen, die Lagerböcke zu montieren. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, diesmal alles schön mit Assembly Loop, Montagepaste, ölen, dass das alles schön geschmiert ist. Dann wieder, hier schreibe ich es mal drauf, ne? Hier ist die Intake-Seite und in die Richtung zeigen auch alle Nasen von den Nuten und hier unten ist die Exhaust-Seite. Wenn alles schön festgeklopft ist, dann können wir hergehen, können die Schrauben reinmachen und trocken, ne? Also da kommt kein Öl oder sonst irgendwas, sondern die werden komplett trocken. Wichtig ist, dass alles sauber ist und dass vor allem in den Löchern keine Flüssigkeit drin ist, weil die lässt sich nicht komprimieren. Damit sprengt ihr sowohl bei Zylinderkopfmontage als auch hier den Block. Also muss alles trocken sein. Und dann gehen wir her mit 25 Newtonmeter von innen nach außen, machen den ersten Durchgang. Danach erhöhen wir auf knappe 40 Newtonmeter und als letztes dann die 65 Newtonmeter. Dann können wir schon mal den ersten Test machen, wie gut sie sich drehen lässt, auch wenn sie noch nicht auf Drehung angezogen ist, aber das ist schon mal sehr geschmeidig. Jetzt markieren wir uns alle Schrauben, dass die alle eine Markierung haben in die gleiche Richtung. Ne? Und jetzt ziehen wir sie mit 90 Grad an, also Quarter Turn, eine Viertelumdrehung, sodass am Ende alle Schrauben facing the same way, die müssen alle in dieselbe Richtung zeigen. In dem Fall habe ich sie markiert auf 6 Uhr und die müssen auf 9 Uhr stehen, um final angezogen zu sein. Das heißt, die haben jetzt alle ihre 65 Newtonmeter, kriegen jetzt ihren Quarter Turn. So, das heißt hier 90 Grad, eine Viertelumdrehung, zack, und dann guckt die Markierung Richtung 9 Uhr. Und das machen wir jetzt von innen nach außen bei allen Schrauben. Ihr könnt euch eine längere Ratsche zur Hilfe nehmen, dann geht es einfacher, aber das geht jetzt hier mit der kurzen Ratsche, geht es auch noch. Ja,
bisschen Schmackes und dann geht es schon. Meine große Ratsche ist nämlich ausgeliehen. Grüße gehen raus, Markus. Die ist außer Haus, deswegen nehme ich die kleine. So, ja. Und wenn ihr das habt, dann, wie gesagt, ich bin absoluter Fan von Markierungen. Das hat mehrere Gründe. Es gibt schon genug Leute, die haben Motorschäden gehabt, weil die eine Schraube vergessen haben. Also Grüße an all diejenigen, die den Fall schon hatten. Und dann lieber auf Markierungen schimpfen, ne? So, scheiß Markierung, man sieht die eh nicht, ist doch scheißegal. Die sind im Motorblock drin, die verstopfen nichts, die lösen sich nicht auf oder sonst irgendwas. Ne? Oder markiert euch die Kacke, jetzt ist irgendwas, keine Ahnung, der Hund ist rammelig, der springt euch an, ihr seid abgelenkt, Postbote kommt oder sonst irgendwas und ihr wisst am Ende nicht mehr, scheiße, oder ihr denkt einfach nicht mehr so weit, denkt dran, ihr habt alle Schrauben angezogen und dabei fehlen noch 2. Und so, selbst wenn ich jetzt abgelenkt wäre, ne, und ich müsste irgendwas anderes machen oder es klingelt oder sonst was und ich komme zurück an den Block, dann weiß ich, oh, guck mal, da unten links, da steht noch eine auf 6 Uhr, die muss noch angezogen werden. Ne, deswegen, ich empfehle auf jeden Fall, macht Markierung und jetzt, they all facing the same way. Alles gut, geschmeidig, es geht sogar super leicht, dass ich sogar mit 2 Fingern die Kurbelwelle noch drehen kann. Ne? Also es hakt nichts, du hast keinen Widerstand, also richtig mega. Ich bin sehr zufrieden. Im nächsten Teil verwiegen wir dann erstmal alle Komponenten, weil es würde hier den Rahmen sprengen. Ne? Und dann kommt die weitere Montage. Von daher, haut rein, eure Drehmoment-Garage.